Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu unserem Herzenstore öffnen Podcast mit euch, mir und vor allem dir, liebe Biene. Hallo, liebe Benny. Wir setzen unseren letzten Podcast fort. Es geht wieder um die Herkunftsfrequenzen. Spannendes Thema. Bist ja schon sehr tief eingetaucht. Ja, findest du das spannend ist? Ja, sicher. Und jetzt stehen ja noch vier weitere vor. Mit welcher möchtest du denn da heute anfangen? Vielleicht jetzt mal mit den magnetischen. Das sind die Wesen, die Menschen, die in Quadrill 5 erschaffen wurden. Weil da war auch mal eine Frage beim Podcast. Gell? Was passiert mit denen? Also, oder die Frau hat gesagt, ja, die verglühen. Genau, da war irgendwas bei der letzten mit dabei. Ja. Da habe ich mir schon gedacht, okay, da muss ich unbedingt drauf antworten, weil die verglühen natürlich nicht. Keine Ahnung, wo sie das her hatte, ne? Ja, weiß ich nicht. Aber so hat sie es halt irgendwie geschrieben. Und dann machen wir da weiter. Also das Quadrill 5 ist ein eigenes Universum. Also das sind die einzigen Menschen oder, ja, sage jetzt mal Menschen, die in einem anderen Universum erschaffen worden sind und übergewechselt sind. Also das magnetische Universum hat ja in der Erschaffungsweise von Lichtern und Lebewesen die Aufgabe, dass sie die ganzen 12 Universen mit magnetischer Energie versorgen. Und die tun eigentlich nichts anderes, als wie, also in Anführungsstrichen nichts anderes, als wie diese lebenswichtige magnetische Energie zu verteilen. Und da unser Planet ja von den magnetischen Feldern abgerückt ist, sind viele Lebewesen dort übergewechselt in unser Universum. Und die sind aber dann, die haben nochmal eine Nachprägung erhalten. Also die sind verschmolzen mit anderen Wesen oder mit anderen Energien. Deswegen verglühen die auch nicht. Ja? Die haben ihre Grundprägung von Quadrill 5 und da ist, also zu denen kann man nicht ganz so viel sagen, aber was die alle haben, die denken sehr freiheitlich. Also das sind oftmals in der Dualität als Menschen sehr, sehr freiheitsliebende Menschen und Menschen, die über einen Tellerrand hinausblicken können, also die sich trauen, weit Grenzen zu öffnen und das große Ganze im Blick haben. Also die sind so, ja, einfach freiheitsliebend. Also dem Wassermann eigentlich zugeordnet in unserem Astrologiesystem. Genau, dem Wassermann zugeordnet. Und sind auch sehr tolerant. Also sie können viel annehmen und auch selbst wenn sie es nicht verstehen. Also können mit vielen gut umgehen. Und dann kommt es natürlich darauf an, und deswegen kann man da nicht allzu viel sagen, mit welchen Energien sind sie tatsächlich dann noch verschmolzen. In unserem Universum. In unserem Universum. Also sind sie mehr mit der Sternensaat verschmolzen oder mit den Elohims oder mit der Christusenergie. Aber in der Regel, ich sage jetzt nur mal in der Regel, tragen sie sehr viel Christusenergie. Jeder, der in Quadrill 5 erschaffen wurde, hat eine Prägung im Christusfeld, also, oder im Feld des Sananda oder wie auch immer. Genau, also eine besondere Prägung dort nochmal erhalten. Und warum ist das gerade die Christusfrequenz? Weil magnetische Wesen nicht, also das sind keine, so wie wir es verstehen, also das sind jetzt menschliche Worte wieder, gell? Nicht missverstehen, das sind menschliche Worte, sind nicht so fühlbare Wesen. Die können mit Fühlen nicht besonders viel anfangen, weil sie einfach einen ganz anderen Auftrag bei ihrer Erschaffung haben. Also sie müssen jetzt nicht fühlen, wenn sie magnetische Energie verteilen, sondern sie müssen Weisheit in sich tragen, um magnetische Energie verteilen zu können. Und deshalb, weil das Christusfeld ist eins der, wo die meisten fühlbaren Energien eingebettet sind, oder wie man da sagt, werden sie dahin gebracht. Und dann kriegen sie aber immer noch andere Prägungen und Fähigkeiten auch noch eingebettet. Ja? Also sie werden dann so, das ist wie so eine Nachprägung. Also je nachdem, für was sie ausgesucht werden, was sie hier auf Erden machen sollen oder ihre Aufgabe ist, werden sie dann geprägt. Es ist jetzt Quadrill 5. Ja. Und für die es vielleicht nicht wissen, da wäre halt Kryon aus der geistigen Welt. Der ist auch verschmolzen.
Also jedes Wesen, was auch im Universum zurückgeblieben ist, sind ja viele übergewechselt. Und Cryon hätte sich in unserem Universum auch nicht halten können. Also der musste auch, Eine Anbindung finden, ne? genau. Und der hat eine tiefe Anbindung zu Gabriel, zu Engel Gabriel, zu der Sternensaat und zum Christus, eigentlich zu allem. Aber da war es auch so. Also und so ist es bei jedem Wesen, das aus Quadrill 5 stammt. Mhm. Schön. Dann gehen wir zu den Elohims, oder? Ja. Bei den Elohims ist es alles ein bisschen komplizierter. Man könnte jetzt sagen, was nehme ich da für Wort? Die Edlen? Die Edlen, Die Edlen? Edelmut. Ja, Edelmut, die Fürstinnen und Fürsten, die Informationsträger, die sind sehr, ich würde mal sagen, zurückgezogen. Also die sind sehr bei sich und auch nicht so sehr, möchten nicht so gern in die Öffentlichkeit. Es sind keine großen Redner, was jetzt zum Beispiel, Heiko ist auch Elohim, bei ihm nicht zutrifft. Da kann man mal sehen, das muss nicht bei jedem zutreffen, aber so in der Regel sind Elohims eher so mehr bei sich. Also die Eremiten meinst du? Ja, was auch so ganz gut zum Heiko passt. Also ich möchte jetzt nicht hier über meinen Mann, aber der fühlt sich schon auch sehr wohl. Also er redet gerne und gut, er gibt ja auch Seminare und er kann das auch wirklich richtig, richtig gut. Aber im privaten Leben ist er eher ein zurückgezogener Mensch. Das passt schon, ja. Mhm. Und die sind aber sehr wahrhaftig, also sind auch sehr auf Gerechtigkeit. Also für die ist Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit ist für die sehr wichtig. Also wenn die irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt, gell? Die können halt einfach, oder nennen wir es mal anders, das sind sehr tiefsinnige Menschen, die sehr viel Sinn in dem suchen, was sie tun, was sie sind, warum sie hier sind, welche Bedeutung das hat. Und so richtet sich auch ihr Leben aus. Also so, die sind weniger zu haben für jetzt gesellschaftliche Sachen wie, weiß ich nicht, Basketball spielen oder Fußball spielen oder Kegeln oder irgendwas. Das ist sehr für sie sinnlos dann, oder? Genau, sie brauchen etwas, wo sie einen Sinn drin sehen. Etwas immer für etwas Größeres ausgerichtet Genau. eigentlich. Und jetzt grundsätzlich können alle channeln gut, ja? Aber so Elohims wird es vielleicht sogar leichter fallen wie andere, weil sie auch leichter ins vereinigte Chakra kommen, weil sie eben so geprägt sind, dass sie bei sich sind. Mhm. Was da vielleicht noch zu sagen gibt, ist, dass, weil ja die Dualität ja immer große Rolle spielt, dass die schon auch schauen sollten, dass sie Spaß und Freude am Leben haben. Ja. Ja, dass man auch mal gern was tun darf, was keinen Sinn ergibt. Mhm. Ja, das ist, Einfach mal die Seele baumeln lassen, ja, ohne irgendwas zu erreichen. Ne? ja, ja. Ja, dann gehen wir zu dem nächsten. Mhm. Frequenz der Engel. Was mir bei den Menschen, die aus diesem Herkunftsfrequenz stammen, besonders gut gefällt, die sind sehr verlässlich. Das sind unglaublich verlässliche Menschen. Also wenn die was versprechen oder wenn die sagen, sie tun das oder sie machen das oder so, kannst du dich einfach darauf verlassen, dass das auch tatsächlich geschieht. Das ist eine ganz, ganz schöne Eigenschaft. Das ist ein ganz, ganz rotes Muster, was sich da durchzieht. Das kann man immer wieder erkennen, wie verlässlich diese Menschen sind. Und du weißt es ja selber in der Dualität, wie wichtig das ist, dass du Menschen hast, auf die du dich verlassen kannst. Das ist einfach was Wichtiges. Sind sehr, sehr gute Freunde. Also die sind einfach auch da sehr verlässlich. Also kümmern sich gerne, ja, sind eben einfach präsent und ehrlich auch. Und sie tragen, was ich eigentlich auch ganz schön finde, von allen Herkunftsfrequenzen, ähnlich wie die magnetischen Lichter, von allen noch etwas dazu. Also sie haben etwas von der
Christus-Frequenz, von der Sternensaat, von den Elohims, von El Shaddai, von Shekinah. Warum ist das so? Weil die sozusagen die Verteiler sind auch. Also die Frequenz der Engel ist das, weiß gar nicht, wie man diese Felder, kenne mich jetzt zu wenig aus, sonst würde ich es mit dem Fußballspiel vielleicht vergleichen, weißt, so Mittelfeld. Also die einfach ganz wichtig sind, die viel abdecken. Also die kannst du für alles nehmen. Also wenn man es jetzt im menschlichen vergleicht, die können Dach decken, die können aber auch eine Waschmaschine reparieren, die können Rasen mähen, können aber auch... Das ist der perfekte Ehemann, oder? Möglich. Also sehr vielseitig. Sehr vielseitig und sehr verlässlich. Das ist, ja. Und dann gibt es noch die Christusfrequenz. Kommen wir zur Christusfrequenz. Das sind Menschen, die die größte Liebe in sich tragen, die tiefste Liebe und die, wie soll man das beschreiben, dass ich da jetzt nichts Verkehrtes sage, die aber auch eine gewisse, nicht strenge, aber die sehr strukturiert sind. Sagen wir es mal so. Das ist vielleicht der beste Ausdruck. Also die Sternensaat trägt ja auch ganz, ganz viel Liebe. Die Sternensaat sind aber, die Menschen von der Sternensaat, die sind einfach manchmal ein bisschen in ihren Gefühlen konfus. Weißt, also die lieben zwar sehr stark und die fühlen sehr stark und alles, aber sind damit manchmal auch überfordert. Die Menschen aus der Christusenergie nicht. Die lieben mit einer ganz tief, aber mit einer Struktur. Also die verzetteln sich nicht. Also die sind breit gefächert in einer Struktur eingebunden und können dadurch auch sehr viel beitragen. Und das Schöne ist ja jetzt, dass diese Herkunftsfelder, das Christusfeld mit der Sternensaat auch verschmolzen ist. Warum denn? Weil einfach unsere Zeitqualität jetzt eine andere ist und es braucht jetzt immer mehr diese Christusenergie, um diesen Planeten nach Hause zurückzuführen. Und da sich Sternensaat und Christusenergie sehr ähnlich sind, wird praktisch das ist miteinander verbunden worden, damit die noch stärker sind. Also das haben auch bestimmt Menschen aus der Sternensaat gefühlt, dass sich da was verändert hat, dass sie vielleicht strukturierter werden. Und die Menschen aus der Christusenergie haben vielleicht gemerkt, dass sie ein bisschen mehr nicht loslassen können von ihrer Struktur, aber dass sie sich mehr einlassen auf etwas, was sie vielleicht auch energetisch noch nicht so gut verstehen. Also wenn eine Struktur herrscht im Universum, wir gehen ja immer von diesen Herkunftsfrequenzen aus, gell? Und es ist ja alles ganz klar unterteilt und in diesen Feldern ist es auch ganz klar und eindeutig, was diese Felder bewirken, warum sind sie da, was haben sie, welche Energien, Zyklen sind da vorhanden. Wenn Lichter dort geboren werden und als Menschen inkarnieren, vermischt sich ja vieles, weil, wie gesagt, wie du aufwächst, was du für Freunde hast, wo du in welcher Kultur und was auch immer. Und in der Christusfrequenz ist halt diese tiefe Liebe, Vergebung, Liebe, ganz, ganz tief zirkulierend zu sehen, aber auch sehr strukturiert. Also könnte man eigentlich sagen, in der Dualität ist die Christusfrequenz, sie liebt sehr intensiv, aber sehr gezielt, Genau. auf gewisse Menschen, eine Gruppe, eine Familie oder wie auch immer. Und die Genau. Sternensaat kann gar nicht anders, als einfach überall die Liebe die ganze Zeit in alle Richtungen aus. Und dadurch fühlen die sich aber auch oftmals ausgelaugt, weil die Sternensaat auch sehr viel kollektive Energie aufnimmt. Also wenn ihr jetzt hier was hört im Raum, das ist mein Hund, der leider ein bisschen krank ist und hier neben uns liegt. Und die fühlen sich dann auch sehr schnell ausgelaugt, die Menschen aus der Sternensaat, weil sie sehr viel kollektive Energien aufnehmen und auch nicht genau wissen, wie sie damit zurechtkommen und sind dann so, weißt du, so, ich meine das jetzt wirklich liebevoll, gell? So ein bisschen liebevolle, zerstreute Professor.
Weißt du, sowas gibt's ja, weißt du, wo man sagt, oh, der ist so liebevoll, aber so ein bisschen tollpatschig und so. Und das haben halt die Menschen von der Sternensaat sehr oft. Und das haben die von der Christusenergie gar nicht. Die wissen halt ganz genau, also ich leite eine Gruppe oder ich bin in einer Gruppe und das ist mein Ziel. Dort gebe ich meine Gefühle, meine Liebe, auch meine Vergebung, weißt so, die weichen nicht ab. Und das ist ganz wichtig im Universum, aber in der Dualität ist es jetzt ganz gut, wenn es ein bisschen vermischt ist. Und deswegen haben sich die verschmolzen. Also ist einer der Gründe. Mhm. Das war's dann auch schon. Ach, das war's schon. Okay. Ja, aber es ist wirklich interessant, weil es so passend ist. Ja, im Männern kommt immer noch natürlich die eigene Persönlichkeit dazu und das wissen wir ja alle. Ja, aber ich finde es trotzdem, so wie ich es im vorherigen Podcast gesagt habe, ich habe ständig Kunden vor Augen. Oder wenn ich Briefe kriege oder E-Mails, weiß einfach, also ich meine, ich weiß dann sowieso, wer das ist. Ich kenne es ja vom Lichtkörper und vom Namen weiß ich schon und alles. Aber selbst wenn ich das nicht wüsste, könnte ich dir, vielleicht nicht immer, das wäre jetzt auch nicht richtig, aber sagen wir mal, von 100 Briefen könnte ich dir auf jeden Fall 80 sagen, wo die herkommen. Ja, 80%. Gut. Vielleicht sagen wir es einfach nochmal, also wie gesagt, Herkunftsfrequenz, dann gibt es ja die kosmischen Eltern, die noch eine zusätzliche Prägung einbringen. Ne? Ja, genau. Also nur, dass man merkt. Also es gehört halt alles zusammen. Wir haben es jetzt getrennt voneinander erklärt, aber letztendlich gehört ja das alles zusammen. Der Ursprung, die Ursprungseltern, die Herkunft. Genau, also mal als Beispiel mal die Frequenz der Engel ist ja ein gutes Beispiel, weil sie ein gutes Mittelfeld ist. Wisst ihr eigentlich gar nicht so recht, wir können eigentlich das, ein bisschen das, aber nicht so ganz speziell wie manch andere aus El Shaddai zum Beispiel. Ne? Genau. Oder aus der Sternensaat dann. Ja. Also was man ja nicht glaubt, Benny, das ist ja, weil die Herkunft vom Christusfeld, da denkt man ja eher so, hat ja viel mit Jesus, mit Sananda und Christus und Lady Nada und alles zu tun, das wissen wir ja. Und dann würde man ja eher jetzt meinen, dass das alles sehr weich, ist es ja auch. Aber trotzdem ist es eins der Felder, die am strukturiertesten, wie sagt man da? Strukturiertesten. Genau, sind. Und das liegt woran? Das liegt halt daran, dass die göttliche Quelle strukturiert ist. Und dadurch, dass das Feld sehr nah an der göttlichen Quelle ist, genau, meinst du? Ja. Ist da noch diese ja, weil ja da auch diese Funken oder Perlen des Christus eingebettet sind. Die waren ja schon vorher eingebettet. Das ist ja in keinem anderen Feld, das ist nur dort. Ist dieses Christusfeld eigentlich dadurch entstanden, eigentlich erst durch die Ausschüttung des Segnungstropfen Jesus, wie wir ihn kennen? Nein. Der dann in dieses Feld eingetaucht ist, oder? Nein, das hat schon vorher gegeben. Aber hat es da noch eine andere Grundstruktur gehabt davor? Ja, das oder? war einfach das Feld der fühlbaren Gottesliebe. Okay. Ja, schön und spannend wieder, ne? Ja, ich finde auch, ich hoffe, dass die Leute verstehen und auch verstehen, dass es natürlich immer Ausnahmen gibt. Und also für mich ist ganz wichtig, dass jetzt die Leute nicht, weil das hatte in der Arbeit auch früher in den früheren Gruppen auch oft dann gehört, was, du bist von der Sternensaat, also ich bin ein Elohim. Und so, weißt, also dass da irgendwie, dass die in Konkurrenz miteinander gegangen sind. Da muss man einfach verstehen, dass jeder Mensch und jede Herkunft ist gleich wichtig. Das spielt alles zusammen. Und nur durch dieses gemeinschaftliche Zusammenspiel aller Energien kann etwas Neues entstehen. Und da ist es jetzt überhaupt nicht wichtig, ob der eine aus Shekinah kommt und der andere aus der Sternensaat, sondern dieses gemeinschaftliche Zusammenspiel. Da könnten wir uns sowieso vieles vom Universum abschauen. Ja. Oder wieder annehmen, ne? Ja, oder wieder annehmen, ja. Also, wir brauchen einander. Auch wir Menschen brauchen einander. Also jetzt nicht nur
unsere Gemeinschaft. Wir Menschen brauchen einander. Mhm. Das sollte man sich immer wieder bewusst machen. Mhm. Weise Worte, Biene. Lassen wir es dabei. Ja? Ja, lass uns Schöner dabei. Abschluss. Ja, vielen Dank, Benny. Ja, danke dir auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.